Hallo und herzlich willkommen, nachdem wir vom derzeitigen Bürgermeister Cole quasi dazu gezwungen wurden, stundenlang Endstone abzubauen, um die doppelten Mining XP komplett auszunutzen, sieht es momentan stark danach aus, als ob der Grind kein Ende nimmt, denn ab Mittwoch, den 30. September um 9:15 Uhr wird Aatrox höchstwahrscheinlich der neue Bürgermeister sein und dieser bietet uns als Perks, dass zu einem die Kosten zum Starten eines Layers um die Hälfte reduziert werden und als wäre das nicht schon Grund genug, um während der gesamten Amtszeit von Aatrox Lair zu grinden, sind Rare Drops auch noch 20% häufiger. Aus diesem Grund möchte ich euch im heutigen Video einmal zeigen, welches Lair nur allein wegen den Rare Drops während der Amtszeit am profitabelsten wäre. Bevor ich aber zu den Berechnungen komme, möchte ich noch anmerken, da ich zwei verschiedene Berechnungen durchgeführt habe, dass es bei dem Perk mit den 20% mehr Rare Drops mehr Interpretationsmöglichkeiten gibt, als bei so manchem Gedicht, über das man einen 3-stündigen Aufsatz schreiben muss. Denn zu einem könnten die 20% mehr bedeuten, dass sie einfach zu der Drop Rate von den Rare Drops dazu addiert werden, also dass man bei Full Flash, Hamster Weeds oder Toxic Poison Arrows eine 40%ige Drop Chance hätte. Es könnte aber auch bedeuten, dass die normale Drop Chance mit 1,2 multipliziert werden muss, was bedeuten würde, dass man eine 24%ige Chance auf die Drops hätte. Und wer noch mehr interpretieren will, kann natürlich auch überlegen, ob mit Rare Drops auch wirklich nur die Rare Drops wie Full Flash und Co. gemeint sind oder ob damit alle selteneren Drops von Slayern gemeint sind. Für die Berechnung selber habe ich dann bei den verschiedenen Slayern aber wirklich nur nachgerechnet, bei welchen man Gewinn oder Verlust machen würde, wenn man wirklich nur die Rare Drops und nichts anderes bekommen würde, denn zu einem werden die Preise von den anderen Drops während dem Event sehr stark sinken, wohingegen man die Rare Drops immer für den gleichen Preis beim NPC los wird. Und zum anderen ist halt nicht bekannt, ob sich die Drop Rate von beispielsweise den Praying Jesus Drops wegen dem Perk von Aatrox auch etwas verändert. In der Berechnung selber habe ich dann zunächst einmal für die Stufen, bei denen man überhaupt einen Rare Drop bekommen kann, die vergünstigten Startkosten notiert, daneben wie viele Rare Drops man überhaupt von dem Boss bekommen kann und dann noch für wie viel man die Items dann beim NPC verkaufen kann. Daneben habe ich dann eine kleine Tabelle, wo ich die Drop Chance für den Rare Drop in den Tabellenkopf eingetragen habe, wobei die 20% die Standard Drop Chance sind und wie ich auf die 24 bzw. auf die 40% Drop Chance gekommen bin, habe ich ja anfangs erklärt. Wie man dabei erkennen kann, würde man am meisten Gewinnen bei einer 40%igen Drop Chance machen, wenn man die ganze Zeit Level 4 Tarantula Slayer grindet. Aber da ich sehr stark davon ausgehe, dass ich die Drop Chance nur auf 24% erhöhen wird, wäre der profitabelste Slayer der Level 3 Tarantula Boss, wenn man nur die Rare Drops beachtet. Insgesamt kann man sagen, dass man während dem Event keinen Verlust mit den Tarantula Slayern machen sollte, außer natürlich euch werden ständig die Toxic Poison Arrows wegen dem Köcher-Bug gestohlen, bei dem die Toxic Poison Arrows bei demjenigen im Köcher landen, der den letzten Schlag auf den Boss macht. Bei den Revenant Slayer würde man unabhängig von der Drop Chance bei den T4 Boss trotzdem nur Verlust machen, aber dafür bei den T3 Boss sogar etwas gewinnen. Also wer genug Zeit hat und sein Combat Skill etwas leveln will, der sollte T3er Bosse machen und wer genügend Coins hat, kann natürlich auch T4er Bosse machen, um seinen Skill noch schneller zu leveln, da es ja dank dem Event trotzdem so billig ist wie sonst nicht. Wenn wir dann einmal bei den Sven Slayer schauen, sehen wir, dass man mit den Hamster Wheels bei den 2er oder den 3er Boss auf Dauer sogar Profit machen würde. Nur bei den 4er Boss hängt schlussendlich Gewinn oder Verlust davon ab, wie die 20% dazu gerechnet werden. Was man aber auch bedenken sollte, ist, dass ich hier in der Berechnung ja nicht die anderen seltenen Drops mit einberechnet habe und gerade beim Sven Slayer sind diese ja am wertvollsten, weswegen wohl gerade beim Sven Slayer während dem Event auf Dauer der Verlust deutlich geringer ausfallen sollte als die hier berechneten 5,8k pro T4 Boss. Das war dann aber auch schon alles, was ich euch zu den kommenden Bürgermeister sagen wollte. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Slayer ihr vorhabt, während Aatrox Amtszeit zu grinden. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.